Willkommen zum Wochenrückblick bei CCMTV BKF für den Burgenland-Sender. Große Aufregung vor der Fragestunde im Landtag. Die Opposition beruft sich auf § 31 Absatz 10 Geschäftsordnung Landtag, nach der Beantwortung so kurz und konkret sein müssen. Ich habe diesen Brief unterschrieben aus voller Überzeugung. Ich möchte aber hier auch festhalten, dass die Praxis der Beantwortung der schriftlichen Anfragen sehr unterschiedlich ist seitens der Regierungsmitglieder. Wir bekommen bei einzelnen Regierungsmitgliedern sehr wohl detaillierte und sachliche Antworten, aber ich möchte mich also da anschließen, gerade auch von Herrn Landeshauptmann bekommen wir meistens ein Statement über seine Arbeit und nicht die Antwort auf die Fragen, die gestellt wurden. Und deswegen auch von meiner Seite und von den Grünen, von grüner Seite her die dringende Bitte, hier ernsthaft mit unseren Anfragen umzugehen und sie gewissenhaft zu beantworten. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, Herr Präsident, Hohes Haus, es ist ein Zufall, dass nach dieser Wortmeldung hier ich bei der Fragestunde antworten kann über das, was hier gesagt wurde. Dabei bemängelt die Opposition, dass bei Fragen aus der eigenen Partei die Beantworten länger als die gesetzlich geregelten 5 Minuten dauern. Durch dieses Herauszögern wurde in der letzten Landtagssitzung lediglich nur 5 Fragen beantwortet, wobei bei regulären Sitzungen mindestens 8 bis 9 Fragen beantwortet werden. Große Aufregung gab es bei der Aussage vom ersten Landtagspräsidenten Christian Iledic, dass nach dem Gesetzeswortlaut jeder sagen kann, was er will. Die Geschäftsordnung sieht aber schon vor, dass auf eine konkrete Frage auf eine konkrete Antwort gegeben wird und das Fragen nicht so. Auf die Inhalte eines, der eine Frage beantwortet, Einfluss nehmen würde, dann würde ich gegen die Geschäftsordnung verstoßen. Ich kann auf keine Inhalte Einfluss nehmen, wenn Sie mir das vorlesen, dann gebe ich mir recht. Die Geschäftsordnung recht nur das Fragerecht, und das habe ich zweifelsohne auch der Frau Abgeordneten gegeben, auch wenn die Frau auf dem Knopf war. Dagegen protestiert Clubobmann Magister Thomas Steiner. Wenn eine Möglichkeit geschaffen wird, dass man eine Frage stellt, dann impliziert das ja auch, dass auf diese Frage eine komplette Antwort gegeben wird, sonst wäre es sinnlos. Entschuldigung, dann fragt irgendwer was, dann stellt die Frau Landeshauptmann auf und sagt, guten Morgen, danke für die Frage, ich setze mich, dann sagen Sie als Präsident, das ist super, das ist in Ordnung, das ist normal okay, ich sage wieder ehrlich, kümmern Sie sich darum, mit Ihrer Aufgabe als Landtagspräsident, dass Sie wirklich berechtigte Aufgaben wahren und dass Sie nicht unter parteipolitischen Gegenwand der Regierung liegen. Steiner ist ein gelernter Jurist, dass im Wege der Interpretation und Lückenfüllung das Gesetz so interpretiert werden kann, dass nur auf die Frage konkret beantwortet werden muss. Der 1. Mai ist der Tag der Arbeit, Grund genug für die Regierungsparteien, diesen Tag zu feiern. Sehen Sie die Feier von der FPÖ in Neusiedl am See. 1. Mai Feier der FPÖ in Neusiedl. Viele Besucher waren gekommen, um bei Spanferkel und Freibier den 1. Mai zu feiern. Auch Touristen mischten sich immer wieder unter die Besucher. Der Bieranstich wurde diesmal nicht von einem Promi vorgenommen. Jeder konnte einen Zettel mit seinem Namen in einen Kübel werfen und daraus wurde derjenige gezogen, der den Bieranstich vornehmen durfte. Die Reden waren erfreulich kurz und so nahm das Fest eher den Charakter eines Volksfestes an, als den einer politischen Veranstaltung. Bei Volksmusik, Schlagern, Speisen und Getränken haben sich alle Besucher auch sehr gut unterhalten. Die Zeit wurde auch genutzt, um mit den anwesenden Politikern ein bisschen zu plaudern. Die SPÖ begegnet den Tag der Arbeit mit ihrem kurzen Marsch vom Freibad bis zum Veranstaltungsplatz. Danach gab es Reden von Landeshauptmann Hans Nissl und Landesrat Hans-Peter Doskozil. Heuer feierte die SPÖ Burgenland mit den Spitzen der Landesregierung den 1. Mai in Lockenhaus. Landeshauptmann Hans Nissl lobte zuerst die gute Arbeit der Landesregierung und den Aufschwung, den er als einzigartig bezeichnete. Er erwähnte auch, dass 1964 erstmals die SPÖ im Burgenland die Mehrheit erreichte. Damit begann, laut Nissl, nach einem vorherigen Stillstand
der Aufstieg des Burgenlandes. Natürlich lobte er die guten Tourismus- und Wirtschaftszahlen. Ein Seitenhieb auf den ehemaligen Koalitionspartner im Land, die ÖVP, dürfte auch nicht fehlen. Das Land schlecht machen und nur zu kritisieren sei zu wenig. Auch die Bundesregierung kam bei Nissl schlecht weg. Er kritisierte die Abschaffung der Aktion 20.000, den Familienbonus und die Großspender der ÖVP. Bei der gut besuchten Veranstaltung war es halt wie immer: sich selber loben und die anderen kritisieren. Aufgefallen ist uns nur, dass über die FPÖ nichts gesagt wurde. Wie denn auch? Sie sind ja Partner in der Landesregierung. Einige Auszeichnungen gab es am Tag der Feuerwehr im Beisein von Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz. Zum Gedenktag des Schutzpatrons der Feuerwehr, des heiligen Florian, und zum Gedenken an die verstorbenen Feuerwehrkameraden legte Landesfeuerwehrkommandant Ingenieur Alois Kögel am 4. Mai 2018 im Beisein von Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz nach besinnlichen Worten von Landesfeuerwehrkommandant Stellvertreter Diplompädagoge Hans Hatzl am Mahnmal im Hof des Landesfeuerwehrkommandos einen Kranz nieder. Im Zuge des Festaktes wurde der 160.000. Lehrgangsteilnehmer der Burgenländischen Landesfeuerwehrschule geehrt und verdiente Feuerwehrfunktionäre ausgezeichnet. Landeshauptmann-Stellvertreter Feuerwehrreferent Johann Schürz dankte in seinen Grußworten für die Einladung zum Festakt zum Gedenken an den Schutzpatron der Feuerwehr, den heiligen Florian. Besonders dankte er dabei den 17.000 burgenländischen Feuerwehrmitgliedern für ihre Einsatzbereitschaft zum Schutz der burgenländischen Bevölkerung. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt und die Landespolizeidirektion gab die ersten Informationen über den Leichenfund in der Ruster Bucht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise zur Klärung der Identität der Frauenleiche, die im Neusiedlersee gefunden wurde. Laut Gerichtsmedizin wird die Frau wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, 1,55 Meter bis 1,65 Meter groß, schlanke Statur. Das Gesicht der Frau ist aufgrund der Tatbegehung und Umstände nicht mehr erkennbar. Im Bundeskriminalamt wurde nachfolgend abgebildetes Phantombild erstellt. Auffallend im Gebiss sind Zahnfehlstellungen bzw. Schrägstellungen. Beide Ohrläppchen waren für das Tragen von Ohrschmuck gestochen und die Frau hatte eine Mandeloperation. Vor der Tat soll das Opfer kurzes, rötlich-schwarzes Haar getragen haben. Tätowierungen oder auffällige Narben habe sie keine gehabt. Samstag fand ein großes Fest in der Landesgeschäftsstelle der FPÖ Burgenland statt. Organisiert wurde dies vom Verein Burgenländer in Not. Ein volles Haus bzw. Garten war beim Frühschoppen der FPÖ und des Vereins Burgenländer in Not. Viel Gedränge und beste Stimmung herrschte in der Landesgeschäftsstelle der FPÖ in Eisenstadt. Da es um eine gute Sache ging, waren die Spitzen der FPÖ, Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz, die 3. Landtagspräsidentin Ilse Benke, Landesrat Magister Alexander Petschnik, Clubobmann Gesa Mollner und viele andere auch mit dabei. Bei Live-Musik, Spanferkel, Getränken, Kaffee und Kuchen ließ es sich dann auch gut feiern. Zum ersten Mal wurde in der Hacienda Mattersburg ein Oldtimertreffen veranstaltet. Hoch her ging es beim Oldtimertreffen in der Hacienda in Mattersburg. Einige alte Traktoren und viele ältere Mopeds waren zu bestaunen. Veranstalter war der Retro-Moped-Club Grisessons Austria. Mit DJ-Musik und Geschicklichkeitsspielen wie Hufeisenwerfen wurden die Gäste unterhalten. Zwischendurch blieb noch genug Zeit, das gute Essen in der Hacienda zu genießen. Eine Tombola rundete die Veranstaltung ab. Ab 17 Uhr gab es dann Musik aus den 70ern und eine Open-End-Party. Am Freitag, den 11. Mai ab 16 Uhr findet vor dem Mode-Lieblingsteil eine Modenschau statt. Dabei gibt es auch einen Muttertagsshopping bis 21 Uhr mit Angeboten bis zu -20% auf alles. Präsentiert werden die neuesten Moden, Kleidungsstücke und Brillen. Am 8. Mai übernimmt Landesrätin Magister Astrid Eisenkopf die Frauenagenda von Landesrätin Verena Dunst. Somit ist Landesrätin Astrid Eisenkopf ab 8. Mai die Frauenlandesrätin für das Burgenland. Landesrätin Verena Dunst zieht sich nicht aus der Politik zurück, sondern widmet sich mehr Zeit für das Agrarressort.
Nach 18 Jahren übergab Landesrätin Verena Dunst am Montag, den 7. Mai 2018, die Frauenagenden im Burgenland offiziell an Landesrätin Magistra Astrid Eisenkopf. Die Schaffung eines Frauenbüros, seit 2016 Referat für Frauen, Antidiskriminierung und Gleichbehandlung und von Frauenberatungsstellen in jedem Bezirk, eines Frauenhauses sowie zahlreiche Frauen- und Mädchenprojekte bezeichnet Dunst als die wichtigsten Erfolge in diesem Bereich. Bei dieser Pressekonferenz zog Landesrätin Verena Dunst ausführlich Bilanz über ihre 18 Jahre an der Spitze des Frauenressorts. Eisenkopf will künftig die Frauen in ihren Lebensrealitäten abholen, bei der Gestaltung der Frauenpolitik auch die Männer ins Boot holen, auf faire Bedingungen hinarbeiten und noch mehr Gewicht auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie legen. Sie will Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Frauen eine Wahlmöglichkeit haben, wie sie ihren Lebensweg gestalten. Deutsch-Kreuz verliert zu Hause gegen Siegendorf mit 0:2. Deutsch-Kreuz begann das Match mit 8 neuen jungen Spielern aus dem Heimatort. Die junge Mannschaft hat viel Kraft und Ausdauer, aber es fehlt natürlich an Routine. So gelingt es auch nicht, Tore zu schießen. Fritum, Ivanovic, wieder Fritum, Ivanovic, Fritum. Der versucht zu schießen, der Schuss wird aber abgewehrt. Noch ein Versuch, diesmal wird dann was. Und das ist das 0:1 für die Gäste. Rubus läuft zum Tormann, nimmt ihm den Ball ab und das darauffolgende Foul mit Fragezeichen führt zu einem Elfmeter. Dieser wird von Tomislav Ivanovic ausgeführt. In einer Minute Nachspielzeit beendete dann Schiedsrichter Lars Schubert die Partie mit dem Endstand 0:2 für Siegendorf. Lockenhaus gewinnt gegen die letztplatzierten Drassmarkter mit 3:0. Von Anfang an ist es ein temporeiches Spiel von beiden Seiten. Chancen gab es auf beiden Seiten, wobei die Heimmannschaft zu mehr Möglichkeiten kam. In der 13. Minute schafft es dann Lockenhaus, das erste Tor zu schießen. Der Lockenhauser Oliver Todt kann begünstigt durch die schlechte Abwehr der Gäste den Ball auf der rechten Seite ins Tor schießen. Somit steht es 1:0 für Lockenhaus. Keine 10 Minuten später schießen die Lockenhauser Tor Nummer 2. Domokos überspielt 2 Gegner, schießt und trifft. Somit baut Lockenhaus die Führung auf 2:0 aus. Traurige Gesichter auf der rechten Seite des Publikums, wo die zahlreichen Schlachtenbummler aus Straßburg ihre Plätze hatten. Der Schiedsrichter lässt 2 Minuten nachspielen. Das nutzt Lockenhaus durch Todt, der mit einem präzisen Schuss auf 3:0 stellt. Die Pechsträhne von Mörbisch konnte durch ein 2:1 gegen Podersdorf beendet werden. Das Spiel SV Mörbisch gegen UFC Podersdorf begann direkt ohne dem Spiel der Reserve davor. Während die Mörbischer Reserve schon aufwärmte, sagte Podersdorf das Reservespiel ab. Aber zurück zur Kampfmannschaft und zum heutigen Spiel. Podersdorf mit 27 Punkten auf Tabellenplatz 7 begann das Spiel mit leichten Vorteilen gegen Mörbisch auf den letzten Tabellenplatz. Doch die Mörbischer wurden mit Fortdauer des Spiels immer stärker. In der 31. Minute gibt es Einwurf für die Gäste, der Ball kommt aber zu Huber von Mörbisch. Doppelpass mit einem Mitspieler, dann gibt er weiter an Wapp, der zögert nicht lange, schießt und trifft zum 1:0 für Mörbisch. Nach einem Freistoß in der 42. Minute fliegt der Ball bis vor das Mörbischer Tor. Die Verteidigung sieht nicht gut aus und so kann Altenburger zum Ausgleich einschießen. Somit steht es etwas gegen den Spielverlauf 1:1. Die Zuseher sehen ein flottes Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten bis zur 73. Minute. Da bekommt Kalmar den Ball, läuft Richtung Tor und wird vom Podersdorfer Andreas Dobny gefoult. Dafür bekommt Dombi die erste gelbe Karte des Spiels und Mörbisch einen Elfmeter. Dieser wird von Christian Kallmann ausgeführt. Mit einem präzisen Schuss stellt er auf 2:1 für Mörbisch.
Nach 2,5 Minuten Nachspielzeit beendete Schiedsrichter Willi das Spiel. Mörbisch gewinnt mit 2:1 gegen Bodersdorf. Vielleicht ist die Pechsträhne der Mörbischer jetzt beendet. Ausführliche Spielberichte finden Sie auf unserer Seite. Jetzt machen wir weiter mit den Kurznachrichten. Der Präsident der burgenländischen Landwirtschaftskammer Niki Belakovic möchte die Bäuerinnen und Bauern darauf hinweisen, dass der Mehrfachantrag Flächen 2018 bis spätestens Dienstag, den 15. Mai 2018, online bei der Agrarmarkt Austria eingebracht werden muss. Für Anträge, die in der Nachfrist vom 16. Mai bis 11. Juni 2018 eingebracht werden, erfolgt ein Prämienabzug von 1% je Arbeitstag der Verspätung. Es stehen derzeit ca. 40 Bienenstöcke von verschiedenen Imkern innerhalb der eingezäunten Schutzzonen der Burgenländer in Neudörfel, Eisenstadt und Neufeld. Jetzt ist der Umstand eingetreten, dass der Steinbrunner Imker, Herr Raimund Ipschitz, beim Wasserleitungsverband gegen einen Standort nachgefragt hat. In dem eingezäunten Gelände des Wasserbehälters in Steinbrunn hat er nun ebenfalls einen Bienenstock aufgestellt. Hintergrund ist, dass der Bereich um den Behälter eingezäunt und daher geschützt ist und er die umliegenden Rapsfelder für die Ernte des Rapshonigs nutzen will. In den kommenden Jahren ist im Burgenland ein verstärkter Bedarf an Lehrerinnen für die Volksschule zu erwarten. Somit ist der Lehrberuf eine absolute Zukunftsoption. Für den Studienbeginn im Herbst 2018 an der Pädagogischen Hochschule Burgenland ist eine Voranmeldung erforderlich. Die Frist dazu endet am 15.05.2018. Das Projekt Europa muss entschlossen und geschlossen weiterentwickelt werden. Das geht nur, wenn wir uns auf unsere gemeinsamen Stärken besinnen. Nur so können wir die großen Fragen und sicherheitspolitischen Herausforderungen wie Flüchtlingsströme, den Kampf gegen den internationalen Terrorismus und natürlich die Friedenssicherung meistern. So Landesparteiobmann Thomas Steiner und zweiter Landtagspräsident Sicherheitssprecher Rudolf Strommer. Unisono im Vorfeld des morgigen Europatags. Beide betonen weiter, es gibt keine Alternative zur friedenssichernden Kraft der Europäischen Union. Ausführliche Berichte und Filmbeiträge zu diesen und anderen Themen finden Sie auf unserer Seite. Und zum Schluss kommen wir zu unseren Veranstaltungshinweisen. Die 16. Pannonia Canutum Historic Rallye findet von 10. bis 13. Mai statt. Start ist um 13:30 Uhr in Elmitz. Am 9. Mai findet im Josef-Haydn-Konservatorium ab 19:30 Uhr das Orchesterkonzert statt. Am 13. Mai findet von 14:15 bis 15:30 Uhr eine Schatzsuche auf der Burg Forchtenstein statt. Preis 11 € pro Person. Weitere Veranstaltungen finden Sie auf unserer Seite. Das war es wieder für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse und eine schöne Woche. Wünsche Ihnen CCM TV Team Burgenland.